Hallo ihr Lieben, ich begrüße ganz recht herzlich alle Wasserzeichen, die ihr Sonnenzeichen im Krebs haben, in dem Skorpion und im Fische. Natürlich auch den Aszendenten oder Mondzeichen, das ist auch möglich. Ich starte mit einer Orakelkarte, dann gehe ich ins Tarot über und eventuell verwende ich noch das Lenormand, um das ein oder andere vielleicht zu spezifizieren. Ich lege, wie gesagt, für den Monat Juni die Hauptenergie im Bereich, ja, ganz allgemein, Beruf und zum Schluss die Liebe. Und los geht's. Allgemein. Allgemein seid ihr in der Energie der Königin der Stäbe, das ist hier die Amaryllis. Ich meine, da braucht man gar nichts zu sagen. Die Frau spricht einfach für sich. Schönheit, Anmut. Sie kann sich bestimmt toll bewegen. Sie hat eine wahnsinnige Ausstrahlung. Ich glaube auch, sie ist so der typische Frauentyp, der anzieht. Charismatisch. Die weiß auch, was sie will. Sie kennt sich sehr gut mit Menschen aus. Ja, wie gesagt, eine ganz tolle Dame und wir vertiefen mal, worum es denn jetzt gehen könnte, ganz allgemein für euch im Monat Juni. Da haben wir den Page der Kelche, Page der Stäbe und das Judgment. Ganz allgemein sehe ich hier sehr viele junge Energien. Das kann auf den ersten Blick natürlich auch immer für Kinder sprechen oder für kleine oder jüngere Menschen, die noch nicht so viele Zyklen durchlaufen haben, noch unerfahren sind. Bei dem Pagen der Kelche ist es jemand, der ja sehr liebevoll ist, sehr schmeichelnd, sehr hilfsbereit. Also ich sehe da ja einen liebenswürdigen Menschen drin, der sich vielleicht auch ein bisschen ja, ausgenutzt wird, weil er einfach so viel und so gerne gibt. Dann habe ich hier eine Energie mit dem Pagen der Stäbe, der ist anders. Der ist auch sehr jung, muss nicht jung im Alter sein, aber aufgrund seiner Erfahrung in dem Gebiet, wo er sich hier gerade zeigt, ist er noch am Anfang. Er ist abenteuerlustig, optimistisch, vielleicht ein bisschen, ja, auch ein bisschen unüberlegt, glaube ich, weil er eben noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt hat. Und mit dem Judgment ist angezeigt, dass das Ganze ja fast schon mit Leichtigkeit gehandelt wird. Ich würde aber aufgrund der jungen Energien tatsächlich auf sehr junge Menschen tippen, die vielleicht bei euch sind, die ihr zu behüten habt. Vielleicht habt ihr einen Beruf, in dem es um Kinder geht oder um junge Menschen, die ihr betreut und die viele Interessen haben, unternehmungslustig sind, aber liebenswürdig. Und mit denen wird es irgendwie leichter, mit allen beiden. Ich würde tatsächlich an der Stelle mal, vielleicht beratet ihr diese Menschen auch. Das kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Oder ihr seht diese Menschen wieder, auch das wäre möglich. Ihr setzt euch durch. Ja, es wird leichter. Es ist ein bisschen so, als ja, würdet ihr mit einer gewissen Anzahl an kleinen und jüngeren Menschen ziemlich gut vorwärts kommen, gut interagieren, miteinander was unternehmen, Spaß haben und das Ganze irgendwie spielend leicht erleben. Das sehe ich hier für euch im Juni. Also ihr setzt euch hier mit dieser Energie gegenüber diese beiden durch. Ja, Wahnsinn. Ich schaue weiter. Das war jetzt also ganz allgemein. Ich würde jetzt so in euren Beruf gucken wollen.
Was bringt der Monat Juni für meine lieben Wasserzeichen im Bereich Beruf? Los geht's. Das Schicksalsrad. Hier entwickelt sich etwas. Das ist selten, vielleicht sogar vom Schicksal vorbestimmt. Vielleicht eine Chance auf, ich weiß nicht, eine Beförderung, eine Chance, den Job zu wechseln, Chance auf mehr Geld, Chance, ein neues Projekt vielleicht an Land zu ziehen, eine Chance zu verreisen aus beruflichen Gründen, von Berufswegen, vielleicht tolle Kontakte knüpfen. Wir schauen mal. Mir fällt da jetzt echt viel zu ein. Der Tod. 7 der Münzen. Und das Ass der Schwerter. Wisst ihr, was das ist? Ihr bekommt hier eine seltene Chance auf etwas, was sich in der jüngsten Vergangenheit, vielleicht auch sogar noch einen Tacken länger, hingezogen hat. Ihr habt vor einiger Zeit, habt ihr mal dieses kleine Samenkorn, das habt ihr mal irgendwo gesetzt. Ganz leicht, irgendwo in einem, ich weiß nicht, vielleicht Gespräch. Wir können ja mal gucken, wo der Samen gesetzt wurde, welchen Bereich wir hier für uns ein bisschen eingrenzen können. Ja, es war irgendwie herausfordernd für euch. Eine Herausforderung. Aber die zieht sich schon eine ganze Weile, diese Herausforderung. Und mit dem Ass der Schwerter, das ist wie gesagt eine Asskarte. Und die Asskarte sagt ja immer, das sind ganz junge Energien. Und das Ass der Schwerter spricht immer für Gedanken, spricht für Gespräche, für Erkenntnisse. Und hier ist angezeigt, dass ihr etwas Neues, die Chance auf ein Gespräch bekommt, um vielleicht eine Herausforderung, die, wie gesagt, sich schon seit langem zieht und schwer für euch war, kriegt hier tatsächlich einen Drive, aber im Sinne eines Gesprächs oder einer Erkenntnis. Ich vertiefe jetzt mal das Ass, damit wir wissen, um was es vielleicht geht. Schauen wir mal. Ja, das sind 2 Frauen. Eine Herrscherin kann eine vielleicht sogar ältere Dame sein oder auch Herr, in einer sehr fürsorglichen Energie, Wachstumsenergie, kreativ, Chefin wäre möglich. Mit den 3 der Münzen geht es hier darum, gemeinsam mit jemandem zu arbeiten. Das ist eine Teamkarte, wenn man so will. Und mit der Königin der Stäbe, die wir ja auch vorhin schon gesehen haben, in der Energie ihr ja wahrscheinlich im Juni hauptsächlich seid, die was Kreatives, Projekte vorantreiben möchte, gibt es hier die Chance, zusammenzuarbeiten. Ganz eindeutig. Ja, prima. Das klingt super. Also hier entwickelt sich etwas nach langer, langer Zeit endlich in die richtige Richtung. Es gibt Gespräche, Erstgespräche, Kennenlerngespräche, Vertragsgespräche, sowas alles in diese Richtung kann es sein, beruflich, wie gesagt. Sehr schön, das freut mich. Und weiter geht's. Jetzt schaue ich mit euch gemeinsam in die Liebe, in den Monat. Ups, ja, die Orchidee. Ich habe es gesehen, dass ihr es gesehen habt. Wir warten mal, ob das kommt. In die Liebe für meine lieben Wasserzeichen einmal. Die Hauptkarte im Juni. Sie ist leider nicht gefallen, tut mir leid. Hier geht es um etwas Neues. Vielleicht lernt ihr jemanden kennen. Seid offen, habt Interesse an der Liebe, an das, was euch da so begegnet.
verschließt euch nicht. Ich sehe ja hier den Krokus und für mich das erinnert mich ganz stark an Kuba. Vielleicht macht ihr eine Reise nach Kuba von mir aus, da wo es warm ist, wo man vielleicht auch ein bisschen dunkler ist. Und da lernt ihr vielleicht jemanden kennen. Ihr seid neugierig, habt Spaß, diesen Ort zu entdecken. Es könnte aber auch für mich sowas wie vielleicht New Orleans sein, Amerika. Da sieht es, glaube ich, ähnlich aus. An manchen Ecken. Wir schauen mal. Also in der Liebe, was kommt da auf meine lieben Wasserzeichen zu? Los geht's. Tatsächlich, es tut mir leid, aber es ist so. Ihr findet etwas einen Abschluss. Hier ist Abenteuerlust zu sehen. Mit dem Pagen der Stäbe ist ja jemand abenteuerlustig, unternehmungslustig und es ist eine junge Energie. Davor ist die Welt. Das heißt, ich bin angekommen, ich bin zufrieden und davor ist der Stern. Und der Stern spricht natürlich von Klarheit, von Heilung. Und vielleicht ist es so, dass ihr etwas ausgeheilt habt. Vielleicht wart ihr ein bisschen krank, seid jetzt wieder fit, um vielleicht eine Weltreise zu unternehmen. Vielleicht geht es für euch einfach im Juni in der Liebe, ja, woanders hin. Und dort lernt ihr einen Pagen der Stäbe kennen, weil ihr einfach selber auch in dieser entdeckenden Energie seid, abenteuerlustig. Vielleicht seid es auch ihr. Und ich sehe jetzt hier keine Person, muss ich sagen. Es kann natürlich jemand sein, der Page der Stäbe, das kann natürlich ein neues Gegenüber sein. Ich würde das gerne mal klären. Wir schauen mal, was hat es damit auf sich? Harmonie, Glück, Zufriedenheit, ist das auch ein bisschen vielleicht eine Hochzeit? Vielleicht auch einfach was zusammen unternehmen, das Schicksalsrad, das hattet ihr ja vorhin auch schon im Beruf. Also für mich sieht es tatsächlich so ein bisschen aus, als würde das mit dem Pagen der Stäbe, würde sich hier noch ein bisschen hinziehen. Also ich glaube, ihr seid zufrieden mit dem, was ihr habt oder mit den Personen, die ihr im Juni kennenlernen werdet. Aber ob sich daraus eine Beziehung entwickelt, das ist hier noch nicht ganz angezeigt. Das ist ein wenig in der Schwebe. Da fehlen einfach noch Informationen über diese Person. Das könnt ihr noch nicht wissen. Das wird hier nicht gesagt. Nun ja, ich schaue noch mal, ich bin ja hartnäckig, ich schaue noch mal ins Lenormand, ob wir noch etwas zu den Pagen der Stäbe wissen dürfen. Und los geht's. Ja, ihr lernt da jemanden kennen, ganz klar, überraschend. Ja, ihr lernt jemanden kennen. Was sich daraus entwickelt, ist hier wie gesagt noch offen, aber es kann durchaus sein, dass es in Richtung Beziehung geht. Auf jeden Fall wird es ein interessantes, tolles Treffen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne liken, abonnieren und kommentieren. Kommt auch gerne wieder vorbei, wenn ihr Spaß hattet und ich würde mich riesig freuen.